Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Ich sag's mal so, es ist vielleicht die glücklichste Folge seit Jahren. Denn wir haben jetzt 7 Wochen Dauerbetrieb bei der Formel 1. Wir kommen immer weiter voran. Ich hau euch mal als erstes einfach mal ein paar Zahlen um die Ohren. Unser Rekordtag war vorgestern. Von 8 Uhr bis 21 Uhr 3 Fehler. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Fehler. Das sind 143 Millionen Phasensprünge, die Autos gemacht haben. Und 3 waren falsch. Also vor 8 Wochen habe ich noch was von 70% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, gesprochen. Dann haben wir 3 Durchbrüche gehabt in den letzten Wochen, jeweils Step für Step. Ich hab am Eröffnungstag mir noch gewünscht, hoffentlich schaffen wir es irgendwann mal, ein fehlerfreies Rennen zu fahren. Jetzt sind wir 4.471 Rennen gefahren. Die Autos haben insgesamt 6.950 echte Kilometer zurückgelegt und es gibt keinen Verschleiß. Also das sind alles Situationen und Werte. Ich hätte noch nicht mal vor 8 Wochen davon träumen können, dass wir mal 0,7% der Zeit unter Fehler stehen. Also das heißt, alle 100 Minuten haben wir 1 Minute Fehler. Es ist einfach, hier, kneift mich, ne? Es ist ein absoluter Traum. Kneift mich war auch die Gegeneinladung vom Fürsten an uns nach Monaco. Ich dachte, na gut, okay, wir sollen dann mal ihn besuchen in Monaco zur Formel 1 und habe gedacht, okay, alles klar, dann gibt er uns ein paar schöne Tickets und wir können das Rennen gucken, Pustekuchen. 5 Tage vorher kam die Nachricht, wir möchten noch bitte einen Anzug mitnehmen, weil der Fürst ja mal Anzug und Krawatte trägt. Da war mir schon klar, okay, alles klar, es ist nicht nur, wir gehen mal kurz Formel 1 Rennen gucken. Es war ein Traum. Es war also es ist nicht meine Welt. Also ich bin da mit sehr vielen Menschen zusammengekommen, die in einer ganz anderen Bubble leben, sag ich mal so. Aber also es war, wir haben auf dem Turm der Rennleitung oben das Rennen und das ganze Training, das ganze Wochenende verbracht. Ich durfte in die Rennleitung reingucken. Also der kleine Gerrit, der war einfach nur hin und weg. Unfassbar laut. Und herzlich willkommen hiermit zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch aus Monaco. Wir haben die große Ehre, dass wir die Formel 1 so hautnah erleben dürfen, wie es ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das so geht und dass wir das so dürfen. Da unten läuft gerade die Fahrerparade. Es ist einfach unglaublich. Und es wird uns erst jetzt bewusst, was es für die Monegassen bedeutet, dass wir ihre Stadt nachgebaut haben mit diesem legendären Formel 1 Rennen. Wir werden heute Boxenstopp-Übung. Wir werden heute den ganzen Tag hier alles einsaugen, was wir können und dann sicherlich das ein oder andere Detail bei uns im Miniatur Wunderland noch mal verbessern.
Jetzt kommt der etwas nerdige Teil von Gerrits Tagebuch für die, die es schon kennen. Und zwar besonders auch für die, die schon lange zuschauen oder wen es interessiert. Warum haben wir Durchbrüche gehabt und was war das? Wir haben über die Jahre immer mehr den Strom hochgedreht an Stellen, wo Autos Fehler gemacht haben, weil wir dachten, logisch, mehr Power ist die Lösung. 3 Tage vor der Öffnung oder 4, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Gerrits Tagebuch schon erwähnt hatte, kam der Moment, wo wir sagten, nee, wir können nur mit 10 Autos fahren, auch nur ein paar Runden, dann wird es zu heiß. Wir müssen jetzt irgendwie eröffnen. Komm, wir hauen jetzt einfach den Strom drastisch runter, weil irgendwie muss es jetzt da vorangehen. Und das war ein Riesendurchbruch. Wir haben lange überlegen müssen, warum. Wir haben eigentlich 3 Arten von Ansteuerung, die wir stromtechnisch an die Autos geben. Das sind Magnetimpulse, die dazu führen, dass das Auto geradeaus fährt, nach rechts, aber auch einen sogenannten Haltestrom. Das heißt, es ist immer ein kleines Magnetfeld aktiv, um das Auto in der Spur zu halten, damit es nicht zittert. Das Zittern ist aber gar nicht mehr relevant. Seitdem wir mit 4 drehenden Rädern fahren, ist das Auto super in der Spur. Und genau dieser Haltestrom, der war dafür zuständig oder war der Verursacher dafür, dass das warm wurde und dass das Auto Kraft brauchte, um voranzukommen. Es war zwar in dem Sinne sicherer in der Spur, aber es hatte große Probleme voranzufahren. Den Strom haben wir drastisch abgesenkt, nur noch so ein bisschen jetzt. Und seitdem fahren wir mindestens 70% besser. Und wir fahren kälter. Das heißt, wir können theoretisch jetzt mit 20 Autos fahren, auch viele Runden. Das machen wir nicht. Wir fahren mit 14 Autos 6 Runden, weil das einfach sich gezeigt hat, für die Größe unserer Strecke sind 14 Autos optimal. Und für die Dauer, bis das Publikum wechselt und die nächsten mal ran dürfen, ist ein Start alle 10 Minuten eine gute Lösung. Der zweite Durchbruch war eigentlich der Start. Und zwar der Start muss ja, weil die Ampel runterläuft, Axel mit der Technik unter der Anlage immer ein bisschen in der Zukunft sein muss, von mir vorausberechnet werden. Das heißt, die Autos kriegen ein bisschen mehr Zukunftsbefehle. Wenn jetzt aber der Algorithmus einen Crash in ungefähr 8 Sekunden berechnet, dann gibt er dem einen Auto oder dem anderen einen Auftrag, sich rückwärts wieder zurückzurechnen und es anders zu versuchen. Und da bin ich manchmal aus der Zeit vom Start, dieser leichten Vorlaufzeit, nach hinten rausgewandert, habe Frühstarts gehabt und die wiederum haben zu Kollisionen geführt. Zweite Hälfte der damals noch vorhandenen Fehler weg. Der dritte große Durchbruch war auch in der Ansteuerungslogik zu finden. Und zwar bin ich eigentlich immer auf dem gleichen Modus geblieben. Jeder Fahrer will sich hier da durchdrängen und will gewinnen. Es gibt aber Situationen, da merkt die Software jetzt, ey, das wird hier echt zu eng. Hier sind 4 Autos am Bekappeln und die müssen alle wieder zurückkorrigieren. Irgendwann können die das nicht mehr, weil Axel die Befehle schon hat. Ich kann ja immer nur etwas korrigieren, was ich ihnen in die Zukunft schon geschickt habe und wieder ein bisschen Zeit habe, um es anders zu machen. Und da habe ich einfach gesagt, die Software merkt jetzt, wann es kritisch wird und dann fahren die nur einen kleinen Tick sanfter. Sieht man gar nicht. Dritter großer Durchbruch. Übrigens, Ergebnis ist, wir fahren ungefähr 15 Überholmanöver in einem Rennen, was 6 Runden dauert. Das ist für Monaco völlig unrealistisch, aber es ist hier super spannend. Mehr muss es nicht sein, weniger dürfen es nicht sein. Es ist einfach faszinierend. Faszinierend ist auch, wer das Gerrits Tagebuch oft gesehen hat, kennt meine Liste mit den Fehlern. Wir haben Chantal gefunden. Chantal gibt es nicht mehr. Wir haben auch Kalle gefunden, aber es gibt so ein Kalle B und der Kalle B liegt bei mir. Das konnte Axel mir beweisen, dass ich ganz selten mal Befehlsreihenfolgen verdrehe. An meinem Schreibtisch passiert das nicht. Ich suche jetzt schon seit über 40 Stunden diesen Fehler und dann würden wir noch mal 1/3 aller Fehler wegkriegen. Auch Stefan hat noch ein paar Baustellen, der könnte noch perfekter orten. Also ich mag das ja gar nicht sagen, aber vielleicht
kann es sein, dass ich irgendwann in einem Gerrits Tagebuch demnächst sage, wir hatten den ersten ganzen Tag ohne Fehler. Morgens Knopf drücken, Start, abends Stopp. Also, ey, unfassbar. Als Vergleich einmal, Knuffingen fährt relativ gut über die Jahre. Wir haben es immer weiter verbessert. Ist hier und da ein bisschen Verschleiß zu erkennen, werden wir auch immer erneuern. Fährt 17% unter Fehler. Das heißt, 17% der Zeit ist irgendwo ein rotes Achtung bei uns oben an der Software und heißt, wir müssen irgendwas tun. Hier sind wir bei 0,7%. Besser wäre eine Tendenz. Ich drehe mich im Kreis verbal, aber ich drehe mich auch im Kreis, wenn ich darüber nachdenke, wie denn die Zukunft aussieht. Also, sicherlich 2 Monate noch Formel 1 fertig machen. Man will die letzten Fehler weghaben. Das ist zwar fast schon ein bisschen verrückt, aber ich will es einfach sauber haben. Vielleicht müssen wir dann einfach einen Monat dokumentieren, wer weiß, aber dann reif für was Neues. Und was Neues wäre 1 von 4 Projekten. Ich habe mich noch nicht entschieden, welches. Das erste Projekt ist Gerrit entbehrlich machen. Das gefällt mir nicht. Irgendwann bin ich zu alt, irgendwann sollen das hier andere machen. Den Tag muss ich gut vorbereiten, habe ich keine Lust zu. Aber das wäre ein wichtiges Projekt. Habt ihr nicht so viel von. Das zweite Projekt ist die Schiffssteuerung. Die Schiffssteuerung entweder noch mal komplett neu zu denken oder auf bestehende Systeme aufzusetzen, weil eigentlich ist alles fertig, es muss nur noch zu Ende programmiert werden. Habe ich Lust zu. Am meisten Lust habe ich aber K-System 3.0, nennen wir es hier intern. Ein besseres K-System, was nicht mehr so ruckt, was nicht mehr stockt, was engeren Verkehr zulässt, vielleicht auch überholen oder wie auch immer. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen, die Formel-1-Technik zu nehmen. Das geht nicht so einfach. Aber ich schätze mal, K-System 3.0 wird euch in Gerrits Tagebuch mit mir zusammen in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen. Und da werde ich dann unheimlich viel zu erzählen, wie viele verschiedene Ideen wir in der Schublade haben. Wir müssen uns nur entscheiden, welche wir nehmen. Und dann gibt es noch eine 4. Idee. Das ist alles andere, was man so als Ideen haben könnte. Denn wenn ich drüber nachdenke, was man als nächstes machen könnte, dann sprudeln die Ideen einfach nur so. Vorgestern vorm Einschlafen dachte ich mir, Mensch, mit der Formel-1-Technik im Volksparkstadion ein Fußballspiel nachstellen. Also, dass die kleinen Figuren laufen. Und wir dann eventuell immer das Tagesspiel, das beste Spiel des Tages danach stellen abends. Weil an die Daten kommt man heutzutage ran. Wir haben alle Tracker um Bauch. Oder gar irgendwann mal live spielen. Gibt ein Riesenproblem. Wie funktioniert das mit dem Ball? Egal, es war ja nur ein Einschlafgedanke. Also, Projekt Nummer 4, was als Zukunft kommen könnte, ist noch völlig ungeklärt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wieder offen für neue Ideen. Das freut mich. Wir feiern die Formel 1. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich mache irgendwann auch wahrscheinlich mal eine Woche Urlaub nochmal. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ihr merkt mich etwas zögernd, weil ich würde ja am liebsten exakt jetzt schon wissen, auf was ich mich freue. Aber ist halt so. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt die Phase dazwischen ist aufräumen und überlegen, was man als nächstes macht. Das mache ich jetzt und dann kommt demnächst eine neue Folge von Gerrits Tagebuch. Erstmal mit einem Thema Autos. Aber ganz normale, nicht fahrende Autos. Bis dahin, ich freue mich immer fürs Zusehen. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich freue mich jetzt gleich wieder Formel 1 zu gucken und ich freue mich auf euch. Danke fürs Zusehen. Tschüss.